Hast du Lust auf ein Rezept, was nicht nur dich, sondern auch deine Lieben begeistern wird? Dann brauchst du Mehl, gibst dazu noch ein wenig Salz und ein bisschen Butter. Ich habe die normale genommen, vegane Butter geht natürlich auch. Und durch die Weihnachtsbäckerei ist mir der Zuckerrübensirup wirklich ausgegangen. Ich habe jetzt hier als Süßungsmittel Honig genommen. Jeder andere Sirup geht auch. Wenn du auf Zucker verzichten möchtest, lass das einfach weg. Dann habe ich hier frisch aufgefrischte Lievito Madre. Das ist ein milder Sauerteig. Super einfach. Wenn ihr den nicht habt, lasst ihn weg. Ansonsten bei der doppelten Teigmenge, wie ich ihn genommen habe, 2 Esslöffel hinein. Und dann verwende ich als Backtriebmittel zusätzlich noch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie ihr dieses tolle, bekömmliche Backtriebmittel selber macht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i und auch, wie ihr mit den normalen Alternativen backt. Noch ein bisschen Milch hinzu, Veganer nehmen die Pflanzenmilch und schon mache ich hier meine KitchenAid bereit. Hab hier einmal die Teigpeitsche von Rammershofen, denn dadurch läuft der Teig nicht hoch zur Maschine. Super einfaches Rezept. Natürlich könnt ihr den Teig auch per Hand kneten oder mit dem Handrührgerät. Aber ich muss tatsächlich sagen, seit ich meine Küchenmaschinen habe, ist das so viel einfacher und bequemer geworden. Das decke ich dann jetzt hier einfach ab und innerhalb kürzester Zeit, zwischen 3 bis 6 Stunden bei warmer Zimmertemperatur, verdoppelt sich der Teig. Ich habe die doppelte Menge gemacht, denn es ist wirklich ein richtig leckeres und einfaches Rezept und muss das jetzt erst einmal halbieren. Ihr bekommt, wenn ihr den Mini-Backofen wie ich habt, 2 Bleche raus, ansonsten ein ganzes Blech bei dem normalen Backofen. Natürlich habe ich das später so gemacht, dass ich die Brezelhappen schön auseinandergereiht habe, aber dazu gleich noch mehr. Also, ich nehme jetzt erstmal hier das Teigstück, das wäre jetzt die Menge aus dem Rezept, das ihr unten in der Beschreibung findet, was aber auch nochmal zum Schluss kommt, am Ende des Videos. Dann könnt ihr euch nämlich einen Screenshot machen. Und das halbiere ich jetzt und forme da jetzt noch einmal Kugeln draus. Und im Prinzip ist es eigentlich ganz egal, was ihr macht, denn wir machen erst einmal quasi Laugenstangen, um diese dann später zu zerteilen. Also es ist wirklich ein super einfaches Rezept. Ich hatte euch letztes Jahr schon mal verschiedene Laugenarten gezeigt. Ich arbeite derzeitig noch mit der harmloseren Lauge, mit dem ganz normalen Natron, was ihr zu Hause habt. Es gibt noch einmal ein Ätz-Natron. Damit hantieren die Bäcker. Wenn ihr Lust habt, das auch noch mal zu sehen, wie ihr das dann macht, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Dann werde ich selbstverständlich dazu auch noch ein Video machen. So, die Teigstücke habe ich mir jetzt in 8 ungefähr gleich große Stücke gemacht und rolle sie erst einmal zu kleinen Kugeln. Diese sollten noch mal circa 10 Minuten ruhen, damit sich der Teig ein bisschen entspannen kann. Das Glutengerüst wird dann noch mal so ein bisschen lockerer, so dass, wenn ihr dann gleich die Laugenstangen formt, dass die sich dann nicht gleich wieder zusammenziehen. Das ist ganz wichtig. Ich habe die rechte Hand, weil ich Rechtshänder bin, hohl gemacht. Ihr könnt noch mal die linke Hand mit hinzugeben als Führung und bin jetzt ganz vorsichtig, dass ich das auf der Arbeitsfläche schleife, dass die Oberfläche schön eben wird und unten dieser Schluss sich dann auch verschließt. Wenn das nicht ganz perfekt ist, ist es nicht schlimm, aber mit ein bisschen Übung klappt das wirklich bei jedem. So, und wenn ihr dann die Stücke geformt habt und die 10 Minuten geruht haben, dann macht ihr da kleine Laugenstangen raus. Das geht einhändig, das geht zweihändig. Ich habe eine Hand benutzt, damit die Hand nicht vor der Kamera ist. Und das legt ihr dann auf eine Backfolie. Und das ist jetzt mit der wichtigste Schritt. Diese Stangen sollten jetzt wirklich noch mal mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur abgedeckt ruhen. Geht zum Beispiel im Backofen mit eingeschaltetem Licht oder ihr habt vielleicht eine Tüte, die ihr drüber legen könnt. Und wenn es dann soweit ist, erhitzt ihr Wasser und gebt dann ganz vorsichtig das Natron hinein. Ich habe das Kaiser-Natron genommen. Ich verlinke euch auch noch mal alles unten. Also ihr findet da unten in der Beschreibung beim Video nicht nur das Rezept, sondern auch das Equipment, was ich nutze, die Zutaten.
Also falls da Fragen sind, sonst gerne nochmal schreiben. Wichtig ist, dass ihr das langsam hinzufügt, weil das sehr sprudelt. Dann für 30 bis maximal 60 Sekunden die kleinen Rollen nochmal in dieser Lauge einmal tunken. Und das Schöne bei dieser Variante ist, dass es nicht so gefährlich ist wie das Ätznatron. Das Ätznatron ist geschmacklich natürlich das Original, machen wir uns nichts vor, aber ich finde, das mit dem ganz normalen Natron, was ihr auch in der Drogerie zum Beispiel oder im Supermarkt bekommt, das ist eine schöne Alternative und es ist genauso schnell weg gewesen, als hätte ich jetzt das Original genommen. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust darauf habt, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache so, dass ich 1 bis maximal 2 Rollen in das heiße Wasser gebe. So, und dann reicht es auch tatsächlich, das Wasser muss nicht mehr kochen. Es ist einfach nur heiß und ich habe das Natron hineingegeben. Es kann später dann auch nochmal verwendet werden. Also, falls ihr Lust habt, da mehr zu machen, macht wirklich so eine ganze Palette Laugengebäck. Das Rezept ist super einfach und dann könnt ihr das fertige Laugengebäck dann schön einfrieren und habt immer Vorrat dran. Wenn ich dann alle getaucht habe, nehme ich jetzt hier meine scharfe Metallteigkarte, es würde auch mit einem Messer gehen, und schneide mir so kleine Stückchen ab. Und das ist wichtig, dass ihr das erst nach dem Tauchen macht, weil sonst habt ihr dieses signifikante Weiße, was noch mit dabei ist. Das, was ich finde, macht die Brezelhappen einfach ausmacht, das fehlt. Wer möchte, kann dann, nachdem die geschnitten wurde oder auch davor, nochmal eben ein bisschen Meersalz drüber streuen oder Sesam. Ich habe das tatsächlich absichtlich weggelassen. Wir haben das genutzt für Silvester richtig schön zum Dippen und zum Tunken. Und da wollte ich nicht, dass da die Salzkörner da mit drinne sind. Von daher ist es euch aber freigestellt. Ab in den vorgeheizten Backofen und so schön sieht das aus. Ich finde, das ist so ein tolles Farbspiel mit dem Weißen und dann dieser Bräune und fluffig weich. Also besser geht's wirklich nicht. Ich freue mich schon auf eure Resultate und in diesen Videos sehen wir uns dann wieder. Ich sende euch ganz viele liebe Grüße. Eure Emma.